Alter, 5 Tage ohne neue richtige Promo und ich kann mir gar keine Karten mehr leisten. Wir bauen ein 500k Meta-Team mit zweimal 5 Sterne Weakfoot vorne im Sturm. Dann haben wir noch ein richtig solides Mittelfeld. Schnell genug. Schnell genug? Schnell genug. Wir bauen das in der 4-2-2-2, spielen das auch da drin oder aber in-game in der 4-4-2 oder der 4-2-3-1. Das zeige ich dir am Ende des Videos und wir fangen natürlich damit an mit diesem Hinweis, den ich immer geben muss. Du kannst das Ganze umstellen mit dem Steuerkreuz nach links und rechts in deine individuellen Taktiken. Dann behalten alle die Spieler die Chemie vom Start und die ist in diesem Team mit Trainer und Positionswechsel bei allen auf 10. Wir fangen links hinten an und da haben wir einmal in der Innenverteidigung Diego Carlos und mit ihm Acuna. Diego Carlos ist auf jeden Fall schnell genug, unbedingt mit einem Shadow spielen. Die Beweglichkeit ist auch nicht schlecht. Denkt dran, die Beweglichkeit beim manuellen Verteidigen im Verteidigungslauf mit LT und RT, L2 und R2. Da brauchen wir Beweglichkeit und Balance, damit das gut funktioniert. Und auch Acuna ist eine Karte, die sehr, sehr schnell ist. Hoch Arbeitsraten finde ich sehr, sehr gut für einen Linksverteidiger. Das wird uns auf jeden Fall helfen und er ist auch stark genug für die Zweikämpfe. Klein, schnell, wendig. Alejandro Gomez hat auch ein starkes Passen und Schießen. Er ist auf jeden Fall eine perfekte ZOM-Karte, vor allem für die paar Kröten. Alejandro. Auch Angel Correa wird in-game als ZOM spielen. Schusskraft und Weitschüsse. Beide sehr, sehr stark. Denkt dran, gerade für die Timed Finesse Shots von außerhalb des 16ers nach wie vor overpowered in FIFA 22 sind Weitschüsse und Schusskraft. Alles entscheidend. Alejandro. Wir machen weiter im Mittelfeld mit Llorente. Und, Alter, warum immer noch eine Goldkarte hier? Guck dir das mal an. 4 Sterne Weakfoot, 85 Tempo oder mehr, knapp 80 Defensive, 80 Dribbling, 80 Passen, 80 Schießen. Haben, abgesehen von Gravenberg aus einer kleinen Ehredevise, nur solche teure Karten hier wie Leon Goretzka, 380k, die nächstgünstigste Karte mit diesen Stats und deswegen ist Llorente nach wie vor eine absolute Powermaschine im Mittelfeld. Unsere beiden Stürmer haben natürlich beide 5 Sterne Weakfoot, ganz, ganz wichtig, damit man links rum und rechts rum sich drehen kann und wir haben natürlich den Red King himself. Ben Yedder, vielleicht habt ihr die SBC gemacht. Wenn nicht, Abschluss und Schusskraft entscheiden ja im 16er bei beiden, ist Ben Yedder sehr, sehr gut. Plus, er hat eine schöne Beweglichkeit, schöne Balance, schöne Dribbling-Werte. David als ZOM zum Start. In-game wird er dann auch als Stürmer spielen. Kauf ihn direkt als ZOM, um die Coins zu sparen. Er hat auch die 5 Sterne Weakfoot und seine Abschluss- und Schusskraftstärke, die beiden Stats innerhalb des 16ers, die da entscheidend sind, sogar noch besser. Das heißt, wir haben hier ein richtiges Overpowered Sturmduo. Defensiv Kamara und Kamara ergänzt sich perfekt mit Llorente, der Hoch-Medium hat Kamara Medium-Hoch, also hoch nach hinten. Das ist unser zentraler Mittelfeldspieler, der wirklich nach hinten absichert. Ganz, ganz wichtig. Er ist schnell genug mit einem Shadow und er hat auch die Defensive und die Physis-Stats und kann auch mal einen Pass nach vorne spielen. Auch das ist natürlich wichtig. In der Abwehr machen wir dann weiter mit Donnarumma, weiterhin sehr, sehr guter, starker Goldtorhüter und mit Marquinhos. Marquinhos ist schnell genug, beweglich genug, um die ganzen Konter zu verteidigen. Ja, und wenn wir die Konter verteidigt haben, haben wir schon jedes zweite Spiel gewonnen. Auf der rechten Seite dann Atal oder Hakimi. Hakimi, die Goldkarte ist günstiger, wird den Job wahrscheinlich genauso gut machen. Wenn du hier aber nochmal 5 Sterne Weakfoot oder so haben willst, dann kannst du ja auch Atal nehmen, den dann nach Auswechslung im Mittelfeld spielen oder so. Aber wie gesagt, die Goldkarte von Hakimi würde das auch erledigen. In-game umgestellt mit dem D-Pad. Alle Spieler behalten die Chemie. Da haben wir auf jeden Fall dann dieses schöne Mittelfeld mit der Kamara-Llorente-Kombination. Nach hinten die Absicherung, einer, der mit nach vorne spielen kann. Und dann haben wir natürlich vorne im Sturm 5 Sterne Weakfoot. Wir haben dann im ZOM in der Zentrale 5 Sterne Weakfoot. Wir haben außen diese tollen ZOMs, die sehr, sehr gut diese Weitschüsse reingeben können. Gerade für die Time Finesse weiterhin sehr, sehr meta. Und damit kann man sehr, sehr gut spielen. Ein bisschen defensiver und noch offensiver. Noch mehr nach vorne geht natürlich die 4-4-2. Sehr, sehr extrem. Schnelle Spieler außen. Ganz, ganz wichtig in der Formation. Dann haben wir beide Stürmer mit den 5 Sterne Weakfoot drin. Können das wirklich komplett ausnutzen, dass wir da so variabel sind. Und dann haben wir auch im Mittelfeld weiterhin Hoch-Medium würde ich Llorente so einstellen, dass er mit nach vorne geht. Kamara sichert immer ab. Und wenn du jetzt so eine Taktik suchst, verlinke ich dir hier nochmal meine 4-4-2. Perfekt geeignet für dieses Team. Ansonsten abonniere auf jeden Fall den Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin raus, der Marvin, servus, ciao, ciao. Alejandro. Besonderer Gruß an alle Little Monster und Lady Gaga Fans da draußen. Mua.